Hallo und herzlich willkommen. Tja, hallo auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Alltag Deutsch. Willkommen zu einer neuen Folge von Alltag Deutsch. Heute ist Tag 57. Schon 57 Tage voller neuer Wörter. Unglaublich, oder? Wie schnell das geht. Jeden Tag lernen wir 15 neue Wörter und bald, also nach Tag 60, starten wir ja gemeinsam ins nächste Level, B1. Genau, das wird spannend. Und im kommenden Level, also B1, da wollen wir was Neues ausprobieren. Zu jeder Lektion wird es dann ein zusätzliches Video geben, in dem wir euch kleine Fragen zu den Alltagsgeschichten stellen. Ah, das ist eine gute Idee. Und das funktioniert dann so, wir stellen eine Frage, ihr habt dann kurz Zeit laut zu antworten, bevor wir die richtige Lösung sagen. Genau. Das ist eine tolle Übung, finde ich, um aktiv zu lernen und euer Deutsch halt noch stärker zu machen. Ja, wirklich eine super Sache, um das Sprechen zu trainieren. Und ganz wichtig ist uns dabei, eure Meinung zählt. Schreibt uns bitte eure Ideen für Level B1 in die Kommentare, Ja, bitte. damit wir eure Wünsche in die neuen Folgen einbauen können. Also, was möchtet ihr lernen? Welche Themen interessieren euch so? Absolut. Und bis dahin, ja, wie immer empfehlen wir euch, mit der Shadowing-Technik zu üben. Kennt ihr ja vielleicht schon. Stimmt. Das heißt, sprecht die Sätze laut nach, das trainiert euer Ohr, eure Aussprache und euer Sprachgefühl. Probiert das ruhig mal aus, es ist wirklich eine sehr effektive Methode. Das Thema dieser Folge ist Grundwortschatz Kultur und Musik. Ideal für alle, die vielleicht mal ins Konzert gehen wollen oder über Kunst sprechen möchten. Ja, oder einfach verstehen, was in dem Bereich so los ist. Richtig. Heute schauen wir uns 15 wichtige Wörter an und erklären sie ganz einfach, natürlich auf A2-Niveau, also so, dass alle gut mitkommen. Genau, keine Sorge. Wir machen das Schritt für Schritt. Und wie immer gibt's am Ende der Folge eine kleine Alltagsgeschichte, in der alle diese Wörter vorkommen. So könnt ihr hören, wie sie im echten Leben, also im Kontext, zusammenpassen und klingen. Bleibt also bis zum Ende dabei, es lohnt sich auf jeden Fall. So, sollen wir loslegen? Unbedingt. Fangen wir doch mal mit einem Ort an, den viele mit Kultur verbinden. Das Theater. Ah ja, das Theater. Genau, ein klassischer Ort. Auf Englisch ist das Theater. Das ist also das Gebäude, wo man sich Stücke anschaut. Richtig. Man kann zum Beispiel sagen, wir gehen heute Abend ins Theater. Oder ich war gestern im Theater. Ganz einfach. Und wenn man im Theater ist, dann schaut man ja meistens wohin? Auf die Bühne. Richtig, die Bühne. Das ist der Platz vorne, wo die Schauspieler oder Musiker sind. Auf Englisch heißt das Stage. Genau. Ein Satz dazu wäre zum Beispiel, die Schauspieler stehen auf der Bühne. Oder auch, das Orchester sitzt auf der Bühne. Okay. So ein Theaterbesuch oder auch ein Konzert, das ist ja eine Art von Veranstaltung. Das stimmt. Veranstaltung ist ein gutes allgemeines Wort dafür. Es bedeutet Event. Also wenn etwas organisiert wird, wo Leute hingehen können, um etwas zu sehen oder zu erleben, quasi. Zum Beispiel, das Konzert ist eine große Veranstaltung. Oder man könnte sagen, morgen gibt es eine interessante Veranstaltung in der Stadtbibliothek. Und bei so einer Veranstaltung, da gibt es natürlich auch die Leute, die zuschauen. Wie nennen wir die? Das ist das Publikum. Genau, das Publikum. Auf Englisch Audience. Das sind alle Zuschauer zusammen. Ja, man hört das oft, wenn die Leute applaudieren. Dann sagt man, das Publikum klatscht laut. Oder? Das Publikum war begeistert von der Show. Neben dem Theater gibt es ja noch andere Kulturorte, zum Beispiel Museen. Und dort findet man oft eine Ausstellung. Ja, stimmt, die Ausstellung. Da werden zum Beispiel Bilder gezeigt oder Fotos oder andere interessante Dinge. Auf Englisch Exhibition. Genau. Ich könnte sagen, ich möchte die neue Kunstausstellung sehen. Oder im Museum gibt's eine Ausstellung über alte Autos. Okay. Und wenn man jetzt zu einer Veranstaltung geht oder in einer Ausstellung, dann benutzt man oft das Verb besuchen. Stimmt, besuchen. Das heißt auf Englisch to visit oder auch to attend. Man geht also dorthin. Und wichtig ist hier auch die Vergangenheitsform, also das Perfekt. Wenn man erzählen will, dass man dort war, sagt man, hat besucht. Zum Beispiel, wir haben letztes Wochenende ein Museum besucht. Oder man fragt, hast du die neue Ausstellung schon besucht? Gut. Jetzt waren wir bei den Orten und den Leuten. Was machen denn die Künstler auf der Bühne? Sie können etwas aufführen.
Ah, ja, aufführen. Ein wichtiges Verb. Das bedeutet so viel wie to perform oder to present. Also etwas zeigen, spielen oder singen vor Publikum. Und Imperfekt? Wie geht das? Hat aufgeführt. Okay, also zum Beispiel, die Band hat ihre neuen Lieder aufgeführt. Oder die Kinder haben in der Schule ein Theaterstück aufgeführt. Das passt gut zum Thema Kunst. Wenn wir über Kunst sprechen, denken ja viele zuerst an Bilder. Und die Tätigkeit dazu ist das Malen. Richtig, malen. Auf Englisch to paint, also mit Farben Bilder gestalten. Und wenn man das schon gemacht hat, die Vergangenheitsform. Dann sagt man, hat gemalt. Okay, ein einfacher Satz wäre, meine Tochter malt gern Bilder oder Picasso hat viele berühmte Bilder gemalt. Stimmt. Eine andere Art, Bilder zu machen, die ist ja heutzutage sehr beliebt, das Fotografieren. Ja klar, fotografieren. Mit einer Kamera Bilder machen. Auf Englisch to photograph. Das Perfekt dazu ist ganz regelmäßig, hat fotografiert. Also könnte man sagen, er fotografiert gern Landschaften, oder? Im Urlaub habe ich viel fotografiert. Okay, jetzt wechseln wir mal kurz zur Musik. Was machen Musiker, die neue Lieder oder Stücke schreiben? Sie komponieren. Ah, komponieren. Ein schönes Wort, finde ich. Das bedeutet to compose. Also Musik erfinden und aufschreiben. Ja, auch hier ist das Perfekt wichtig. Hat komponiert. Ein sehr bekanntes Beispiel wäre, Mozart hat viele Stücke komponiert. Oder mein Freund komponiert selbst Musik. Gut, jetzt haben wir viele Nomen und Verben gehabt. Nehmen wir mal ein paar Adjektive dazu, die oft im Bereich Kultur und Musik vorkommen. Zum Beispiel künstlerisch. Künstlerisch. Das beschreibt etwas, das mit Kunst zu tun hat oder wie Kunst gemacht ist. Auf Englisch artistic. Man kann zum Beispiel sagen, das Bild ist sehr künstlerisch oder sie hat eine künstlerische Begabung. Und Leute, die künstlerisch arbeiten, die haben ja oft viele gute Ideen. Solche Menschen nennen wir kreativ. Genau, kreativ. Auf Englisch creative. Jemand, der neue Dinge schafft oder sich leicht etwas Neues ausdenkt. Zum Beispiel, sie ist eine sehr kreative Musikerin. Oder für diesen Job muss man kreativ sein. Ein weiteres wichtiges Adjektiv, wenn wir über Filme, Bücher oder auch Theaterstücke sprechen, spannend. Oh ja, spannend. Das benutzen wir oft. Es bedeutet Exciting. Also, wenn etwas sehr interessant ist und man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Genau. Der Film war sehr spannend. Oder das Buch ist so spannend, ich kann gar nicht aufhören zu lesen. Und wenn viele Leute einen Künstler oder ein Lied kennen, dann ist diese Person oder dieses Lied bekannt. Stimmt, bekannt. Auf Englisch? Famous. Wenn etwas oder jemand einen Namen hat, den viele kennen. Ja. Ein Satz dazu. Dieser Sänger ist weltweit bekannt. Oder vielleicht, das Brandenburger Tor ist ein bekanntes Wahrzeichen in Berlin. Und unser letztes Wort für heute? Wenn viele Leute etwas mögen, dann ist es nicht nur bekannt, sondern oft auch beliebt. Ah ja, beliebt. Das heißt auf Englisch popular. Wenn etwas bei vielen Menschen gut ankommt, halt. Zum Beispiel, dieses Lied ist bei jungen Leuten sehr beliebt. Oder Italien ist ein beliebtes Urlaubsland. So, das waren jetzt 15 Worte rund um Kultur und Musik. Puh, gar nicht so wenig. Aber wichtige Worte, wenn man über diese Themen sprechen möchte, finde ich. Finde ich auch. Und wie man sieht, hängen ja viele Wörter zusammen. Theater, Bühne, Publikum, Aufführen, das passt alles gut in einen Kontext. Ganz genau. Und bevor wir zur Geschichte kommen, eine kurze Anmerkung von uns. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klick doch auf Abonnieren und gib uns einen Daumen nach oben. Ja, das wäre super. Das hilft uns sehr und zeigt uns einfach, dass du mit Freude lernst. Und es motiviert uns natürlich auch, weiterzumachen. Super. Ja, jetzt kennt ihr 15 neue Wörter zum Thema Kultur und Musik. Das ist doch schon mal eine tolle Grundlage. Und wie versprochen kommt jetzt unsere kleine Alltagsgeschichte. Da kommen alle Wörter drin vor. Hört gut zu und versucht mal, die Wörter wiederzuerkennen. Also, letzte Woche wollten Anna und Ben eine Veranstaltung besuchen. Sie haben im Internet geschaut und sich dann für das Theater entschieden. Auf der Bühne wurde ein neues Stück aufgeführt. Sie hatten gehört, es soll sehr spannend sein. Und das war es auch. Das Publikum war total begeistert und hat am Ende ganz lange geklatscht.
Vor dem Theater gab es zufällig auch eine kleine Ausstellung mit Fotos. Ein ziemlich bekannter Fotograf hatte die gemacht. Anna fand die Fotos sehr künstlerisch und interessant. Sie überlegt jetzt, ob sie vielleicht selbst lernen möchte zu fotografieren. Ach, okay. Ben ist da anders. Er ist eher kreativ mit Farben und Stiften. Er möchte lieber wieder mehr malen. Nach dem Theater haben sie noch einen Freund getroffen. Er ist Musiker und hat ihnen erzählt, dass er gerade ein neues Lied komponiert hat. Er hofft, dass seine Musik bald sehr beliebt wird. Es war ein wirklich schöner Abend voller Kultur. Das war unsere Geschichte. Habt ihr alle Wörter wiedererkannt? Also Theater, Bühne, Veranstaltung, Publikum, Ausstellung, besuchen, aufführen, malen, fotografieren, komponieren. Und dann die Adjektive. Künstlerisch, kreativ, spannend, bekannt und beliebt. Alle dabei gewesen? Eine gute Übung ist es sicher, die Geschichte noch einmal zu hören und vielleicht sogar mitzusprechen. Und noch besser, schreibt doch bitte eure eigenen Sätze mit diesen Wörtern unten in die Kommentare. Wir leben die gerne. Ja, das hilft euch beim Üben. Genau, macht das unbedingt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr den Kanal abonniert und uns einen Daumen nach oben gebt. Ja, das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und morgen geht's schon weiter mit Tag 58. Dann haben wir wieder ein spannendes Thema für euch. Medien. Oh ja. Da sprechen wir über wichtige Wörter rund um Fernsehen, Internet, Zeitung, Kommunikation. Das ist ja auch super wichtig im Alltag. Ja, das wird sicher interessant. Also bleibt unbedingt dabei, wir freuen uns auf euch. Bis morgen. Tschüss, macht's gut.